Wie kann ich auf Deutsch über meine Gefühle sprechen? Viele Leute haben dieses Problem. Vielleicht kannst du im Restaurant bestellen oder nach dem Weg fragen. Aber sobald es um deine Gefühle geht, fehlen dir plötzlich die Wörter. Du willst sagen, wie es dir wirklich geht, aber im Kopf ist alles leer. Mir ging es jahrelang genauso. Ich dachte lange, ich kann einfach nicht über Gefühle auf Deutsch sprechen. Aber die Wahrheit ist, es ist viel einfacher, als man denkt. Und es ist unglaublich wichtig. Denn über Gefühle zu sprechen, verbindet Menschen. Es hilft dir, echte Freundschaften aufzubauen und deine neue Liebe zu finden. In diesem Video zeige ich dir, wie ich gelernt habe, auf Deutsch über meine Gefühle zu sprechen. Mit einfachen Sätzen, ohne Druck und ohne perfekte Grammatik. Und du wirst sehen, wenn ich das geschafft habe, kannst du es auch. Am Anfang konnte ich auf Deutsch über viele Dinge sprechen. Ich konnte sagen, wo ich wohne, was ich arbeite oder was ich einkaufe. Aber sobald es um Gefühle ging, war mein Kopf leer. Ich war in Situationen, in denen ich traurig, nervös oder überfordert war, und ich wusste einfach nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe geschwiegen, obwohl ich etwas sagen wollte. Oft habe ich genickt und gelächelt, obwohl ich mich ganz anders gefühlt habe. Das war sehr frustrierend. Manchmal sind dadurch Missverständnisse entstanden, weil andere nicht wussten, wie es mir wirklich geht. Lange Zeit dachte ich, ich bin einfach nicht gut in Sprachen oder nicht klug genug. Aber das war falsch. Es lag nicht an meiner Intelligenz. Mir fehlte nur die Übung mit Gefühlen auf Deutsch. Gefühle lernt man nicht aus Listen oder Büchern. Man lernt sie, indem man sie langsam benutzt. Und genau das habe ich später verstanden. Der größte Denkfehler beim Sprechen über Gefühle ist der Wunsch nach perfekten Worten. Viele Lernende glauben, sie müssten genau wissen, welches Wort richtig ist, bevor sie etwas sagen dürfen. Sie suchen im Kopf nach dem besten Ausdruck, nach einem komplizierten Satz oder nach einem Wort, das genau passt. Während sie überlegen, vergeht der Moment. Das Gefühl ist noch da, aber der Mut verschwindet. Dazu kommt die Angst, falsch zu klingen. Viele denken, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Was ist, wenn es komisch klingt? Was ist, wenn die andere Person mich nicht versteht? Diese Angst blockiert mehr als jede Grammatik. Und genau hier liegt das Problem. Gefühle brauchen keine perfekten Sätze. Sie brauchen ehrliche, einfache Worte. Muttersprachler sprechen über Gefühle oft sehr simpel. Sie sagen nicht lange, schöne Sätze. Sie sagen Dinge wie: Mir geht es heute nicht gut, ich bin müde, ich habe gerade viel Stress, das reicht. Ein einfacher Satz ist oft viel stärker als ein perfekter, aber nie gesprochener Satz. Wenn du versuchst, alles korrekt und kompliziert zu sagen, sprichst du am Ende gar nicht. Wenn du aber einfache Sätze benutzt, entsteht ein echtes Gespräch. Menschen verstehen dich auch mit Fehlern. Sie hören deine Stimme, deine Situation, deine Ehrlichkeit. Und das ist viel wichtiger als perfekte Grammatik. Gefühle sind keine Prüfung. Niemand bewertet dich. Es geht nicht darum, gut zu klingen, sondern verstanden zu werden. Je einfacher du sprichst, desto natürlicher wirkst du. Und mit der Zeit werden diese einfachen Sätze automatisch länger und sicherer. Aber der erste Schritt ist immer derselbe. Aufhören, perfekt sein zu wollen und anfangen, einfach zu sprechen. Wenn du über Gefühle auf Deutsch sprechen willst, brauchst du keine komplizierten Wörter. Viele Lernende denken, sie müssten viele emotionale Ausdrücke kennen. Aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit reichen ein paar einfache Basisgefühle. Mit diesen Gefühlen kannst du fast alles sagen.
Zum Beispiel gut, schlecht, müde, gestresst und froh. Diese Wörter hörst du jeden Tag. Deutsche benutzen sie ständig. Und genau deshalb sind sie so wichtig. Mit gut kannst du sagen, dass es dir okay geht. Mit schlecht kannst du zeigen, dass etwas nicht stimmt. Müde sagt sofort, wie es dir körperlich geht. Gestresst erklärt, dass du innerlich unter Druck stehst. Und froh zeigt ein positives Gefühl. Mehr brauchst du am Anfang nicht. Aus diesen 5 Gefühlen kannst du viele Sätze bauen. Mir geht es gut. Mir geht es heute nicht so gut. Ich bin müde. Ich bin sehr gestresst. Ich bin froh, dich zu sehen. Diese Sätze sind kurz, klar und natürlich. Sie funktionieren im Alltag, bei Freunden, bei der Arbeit oder im Kurs. Und das Wichtigste ist, du wirst verstanden. Versuch jetzt, diese Wörter leise oder laut mitzusprechen. Gut, schlecht, müde, gestresst, froh. Du merkst, sie sind leicht. Du musst nichts erklären, nichts schmücken. Einfach reicht. Wenn du diese Gefühle sicher benutzen kannst, hast du eine starke Grundlage. Später kannst du neue Wörter hinzufügen. Aber zuerst brauchst du Sicherheit. Und die bekommst du durch einfache, ehrliche Gefühle. Viele Menschen glauben, dass ein Satz lang sein muss, um gut zu sein. Besonders bei Gefühlen denken sie, sie müssten viel erklären. Aber das stimmt nicht. Gerade bei Gefühlen haben kleine Sätze eine große Wirkung. Im Alltag sagen Menschen oft nur einen kurzen Satz und jeder versteht sofort, was gemeint ist. Zum Beispiel: Mir geht es heute nicht so gut. Oder ich bin gerade müde. Oder ich habe heute viel Stress. Diese Sätze sind kurz, aber ehrlich. Und genau das macht sie stark. Du musst nicht erzählen, warum alles so ist, wenn du das nicht willst. Ein Satz reicht, um dich mitzuteilen. Länge ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Satz echt klingt. Viele Muttersprachler sprechen genauso. Sie benutzen keine perfekten oder komplizierten Sätze, sondern einfache Worte. Wenn du versuchst, alles perfekt zu sagen, wirkst du oft unsicher. Wenn du aber einen kurzen, klaren Satz sagst, klingst du natürlicher. Und Natürlichkeit ist beim Sprechen viel wichtiger als Perfektion. Menschen hören dir lieber zu, wenn du einfach und ehrlich sprichst. Fehler fallen dabei kaum auf. Versuche dich auf kurze Sätze zu konzentrieren. Sag, wie es dir geht, ohne viel nachzudenken. Mit der Zeit wirst du merken, dass diese kleinen Sätze automatisch kommen. Und genau dann beginnt echtes, flüssiges Sprechen. Wenn Menschen über Gefühle auf Deutsch sprechen wollen, passieren oft ganz ähnliche Fehler. Und diese Fehler sind sehr menschlich. Einer der häufigsten Fehler ist, dass man zu lange wartet, bevor man etwas sagt. Man fühlt etwas, aber man denkt zu viel nach. Man sucht nach dem perfekten Satz und sagt am Ende gar nichts. Dadurch bleibt das Gefühl im Kopf, aber nicht im Gespräch. Ein anderer Fehler ist, dass viele glauben, sie müssten ihr Gefühl sofort erklären. Sie denken, sie müssen eine Geschichte erzählen oder einen Grund nennen. Aber das ist nicht nötig. Im Alltag sagen Menschen oft nur, wie sie sich fühlen, ohne Erklärung. Noch ein häufiger Fehler ist, dass Lernende sich schämen, über Gefühle zu sprechen. Sie denken, Gefühle sind privat oder zu persönlich. Deshalb bleiben sie still, obwohl die Situation eigentlich offen und freundlich ist. Auch das Vergleichen mit anderen ist ein Problem. Manche hören Muttersprachler und denken, so kann ich nie sprechen. Das blockiert. Dabei vergessen sie, dass Muttersprachler auch einfache Sätze benutzen. Ein weiterer Fehler ist, dass man glaubt, Gefühle klingen nur dann richtig, wenn sie stark oder besonders ausgedrückt werden.
In Wirklichkeit sind einfache Worte oft ehrlicher. Wichtig ist, diese Fehler bedeuten nicht, dass dein Deutsch schlecht ist. Sie zeigen nur, dass du unsicher bist. Und Unsicherheit ist ein normaler Teil vom Lernen. Je öfter du kleine, einfache Sätze benutzt, desto weniger passieren diese Fehler ganz automatisch. Wenn du ein Gefühl sagst und dazu einen kleinen Grund nennst, wird dein Deutsch sofort echter. Ein Gefühl allein ist gut, aber mit einem Warum wird der Satz lebendig. Dann versteht die andere Person dich besser und das Gespräch fühlt sich natürlicher an. Du musst keinen langen Grund erklären. Ein kurzer Zusatz reicht völlig. Zum Beispiel: Ich bin müde, weil ich wenig geschlafen habe. Oder: Ich bin nervös, weil ich ein wichtiges Gespräch habe. Oder: Mir geht es gut, weil heute frei ist. Diese Sätze sind einfach, aber sie verbinden Gefühl und Situation. Genau so sprechen Menschen im Alltag. Sie sagen nicht viel, aber genug. Ein Gefühl plus ein kurzer Grund zeigt Offenheit und schafft Nähe. So entstehen echte Gespräche, keine trockenen Antworten. Du kannst auch sehr kleine Wörter benutzen, wie wegen oder weil. Das reicht. Zum Beispiel: Ich bin gestresst wegen der Arbeit. Oder: Ich bin froh, weil du da bist. Du merkst, der Satz bekommt sofort mehr Bedeutung. Wichtig ist, der Grund muss nicht perfekt sein. Er muss nur ehrlich sein. Wenn dir kein Grund einfällt, ist das auch okay. Aber wenn du einen hast, probiere ihn zu sagen. Mit der Zeit wird das leichter. Dein Deutsch klingt dann nicht nur richtig, sondern menschlich. Und genau das macht Gespräche auf Deutsch warm, offen und echt. Viele Menschen haben Angst, über ihre Gefühle auf Deutsch zu sprechen, weil sie Fehler machen könnten. Diese Angst ist ganz normal, aber sie hält dich davon ab, wirklich zu sprechen. Wichtig ist zu wissen: Fehler sind erlaubt. Jeder macht sie, auch Muttersprachler. Besonders bei Gefühlen geht es nicht um perfekte Grammatik, sondern um Ehrlichkeit. Wenn du sagst, wie es dir geht, hören Menschen zuerst auf dein Gefühl, nicht auf deine Fehler. Sie merken, ob du offen bist. Und genau das zählt. Viele Menschen haben Verständnis, weil sie sehen, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Sie wissen, dass es Mut braucht, über Gefühle in einer fremden Sprache zu sprechen. Oft reagieren sie langsamer, freundlicher oder fragen nach. Das ist kein Problem, sondern Hilfe. Wenn du ehrlich sprichst, entsteht Vertrauen. Du musst nichts verstecken. Ein einfacher Satz mit einem kleinen Fehler ist besser, als gar nichts zu sagen. Mit jedem Mal wird die Angst kleiner. Du merkst, es passiert nichts Schlimmes. Im Gegenteil, Gespräche werden leichter. Gefühle zeigen ist kein Risiko, sondern eine Brücke zu anderen Menschen. Und diese Brücke kannst du auch mit einfachem Deutsch bauen. Gefühle auf Deutsch zu benutzen ist besonders wichtig im Alltag, nicht im Lehrbuch, sondern in echten Situationen. Zum Beispiel bei der Arbeit. Vielleicht hast du einen stressigen Tag. Dann musst du nichts lange erklären. Ein einfacher Satz reicht. Du kannst sagen: Ich bin heute gestresst oder mir ist gerade alles zu viel, und Kollegen verstehen sofort, wie es dir geht. Wenn du unsicher bist, kannst du sagen: Ich bin etwas nervös. Das ist ehrlich und völlig normal. Viele Menschen fühlen genauso. In Freundschaften sind Gefühle noch wichtiger, denn Freunde wollen wissen, wie es dir wirklich geht. Du kannst sagen: Ich bin müde heute. Ich bin gerade nicht so gut drauf oder ich freue mich, dich zu sehen. Das sind einfache Sätze, aber sie schaffen Nähe. Und oft entwickelt sich das Gespräch von selbst. Wenn du traurig bist, kannst du sagen: Ich bin gerade traurig.
Oder mir geht es nicht so gut. Das ist vollkommen okay. Und niemand erwartet eine perfekte Erklärung. Auch bei Dates spielen Gefühle eine große Rolle. Und genau hier haben viele Lernende Angst. Aber gerade hier gilt, einfach ist besser. Du kannst sagen, ich bin ein bisschen nervös, das wirkt ehrlich und sympathisch. Oder ich fühle mich gerade sehr wohl. Oder ich mag es, hier mit dir zu sitzen. Diese Sätze sind nicht kompliziert, sagen aber viel. Gefühle helfen auch in kleinen Alltagssituationen. Beim Arzt kannst du sagen, ich habe Angst oder ich bin unsicher, beim Amt, ich bin gerade verwirrt, im Kurs, ich bin heute müde, aber motiviert. Das alles sind echte Sätze, die du sofort benutzen kannst. Je öfter du Gefühle im Alltag aussprichst, desto natürlicher wird es. Und du merkst, dass Deutsch nicht nur für Informationen da ist, sondern für echte Verbindungen. Und genau dort beginnt flüssiges Sprechen. Jetzt machen wir eine kleine Übung zusammen. Ganz ruhig und ohne Stress. Nimm dir einen Moment Zeit und spür kurz in dich hinein. Wie geht es dir gerade? Genau jetzt, während du zuhörst. Du musst keinen perfekten Satz bilden. Ein einfaches Gefühl reicht. Vielleicht kannst du sagen, mir geht es gut oder ich bin müde oder ich bin gerade etwas gestresst. Sag den Satz leise oder laut, ganz egal. Wenn du willst, füge einen kleinen Grund hinzu, zum Beispiel, weil ich viel gearbeitet habe oder weil ich mich freue, Deutsch zu lernen. Mach hier ruhig eine kurze Pause und sprich den Satz ein zweites Mal. Je öfter du das machst, desto leichter wird es. Dein Gehirn lernt, Gefühle mit Worten zu verbinden, ohne nachzudenken. Genau so funktioniert echtes Sprechen. Du musst nichts erklären. Niemand bewertet dich. Diese Übung kannst du jeden Tag machen, morgens, abends oder unterwegs. Frag dich einfach, wie geht es mir gerade? Und sag einen einfachen Satz auf Deutsch. So wird Deutsch Schritt für Schritt ein Teil von dir. Wenn du beginnst, über deine Gefühle auf Deutsch zu sprechen, passiert etwas sehr Wichtiges in deinem Kopf. Du übersetzt weniger und denkst mehr direkt auf Deutsch. Am Anfang denken viele Lernende noch in ihrer Muttersprache, fühlen etwas und suchen dann lange nach den richtigen deutschen Wörtern. Das kostet Energie und macht unsicher. Aber Gefühle sind direkt. Du fühlst sie, bevor du darüber nachdenkst. Genau deshalb sind sie so stark fürs Lernen. Wenn du sagst, ich bin müde oder ich freue mich oder ich bin nervös, dann kommt der Satz oft schneller als bei komplizierten Themen. Dein Gehirn verbindet das Gefühl direkt mit der deutschen Sprache. Du brauchst weniger Umwege. Mit der Zeit merkst du, dass diese Sätze automatisch kommen. Du denkst nicht mehr über Grammatik nach, sondern sprichst einfach. Das ist ein großer Schritt Richtung flüssiges Deutsch. Gleichzeitig wächst dein Selbstvertrauen. Du merkst, dass du nicht nur funktionale Dinge sagen kannst, wie bestellen oder fragen, sondern auch etwas Persönliches. Das verändert, wie du dich in Gesprächen fühlst. Du bist nicht mehr nur jemand, der Deutsch lernt, sondern jemand, der sich auf Deutsch ausdrücken kann. Das macht mutiger. Viele Lernende sagen mir, dass sie sich nach solchen Gesprächen näher bei anderen fühlen. Gefühle schaffen Verbindung. Und genau diese Verbindung hilft dir, öfter zu sprechen und weniger Angst zu haben. Je öfter du merkst, dass Menschen dich verstehen, auch wenn dein Deutsch nicht perfekt ist, desto ruhiger wirst du. Dein Deutsch wird flüssiger, weil dein Kopf entspannter ist. Und am Ende ist genau das der Schlüssel. Du musst nicht alle Gefühle kennen, nicht jedes Wort, nicht jede Nuance. Ein Gefühl reicht.
Ein Satz reicht. Du musst nicht alles erklären. Wenn du sagen kannst, ich bin gerade unsicher oder ich fühle mich gut hier, hast du schon sehr viel erreicht. Erlaube dir, einfach zu sprechen. Fehler sind erlaubt, Pausen sind erlaubt, Einfachheit ist erlaubt. Wenn dir dieses Thema hilft, dann schreib mir gern in die Kommentare, welches Gefühl du heute auf Deutsch sagen kannst. Vielleicht ist es nur ein Wort, vielleicht ein Satz. Beides ist perfekt. Und wenn du möchtest, bleib dran, hör weiter zu und sprich weiter mit. Dein Deutsch wächst genau in diesen kleinen Momenten.